Ich sitze jetzt hier gerade allein am Schweißen von der Frontscheibe. Wen interessiert, wie sowas funktioniert. Die kleineren Löcher habe ich einfach mit ein paar Schweißpunkten wieder zugebraten. Dann sind die dicht. Wenn die Löcher allerdings etwas größer werden, dann kann man da ganz gut so ein rechteckförmiges Loch reinschneiden, indem man erstmal sich das Teilstück raussucht, was man dann da reinschweißen will. Und das dann anzeichnet. Und dann habe ich hier mit dem Winkelschleifer und mit dem Plasmaschneider, das gute Teil hier, ein Loch in Form des neuen Blechs reingeschnitten. Und das wird dann, wie man hier so ein bisschen sieht, an der Stelle wieder reingeschweißt. Das war auch mal ein rechteckiges Loch. Genau, und dann ist er wieder dicht. Anschließend wird er noch drüber geschliffen. Und dann schaut das wieder aus wie neu. Oder so gut es wird. Ich habe jetzt sämtliche Löcher hier im Fensterrahmen zugeschweißt und dann überschliffen. Hier war noch ein relativ großes Loch, das sieht man jetzt gar nicht mehr. Und auch dieses gigantische Stück Nichts hier vorne an der Seite ist jetzt wieder zu und bereit, dass es überlackiert wird. Genau, da bin ich jetzt noch innen am Batteriefach zu Werke gewesen. Da hat Alex ja schon das letzte Mal ziemlich viel rausgeschnitten. Ich habe jetzt noch ein paar unnötige Blechdopplungen mit rausgeflext, um da jetzt demnächst das neue Batteriefach reinbauen zu können. Jetzt bin ich allerdings noch hier. Habe ich das Problem, dass ich hier so ein Loch habe und hier ist noch ein kleineres. Und das sollte rausgeschnitten und wieder zugemacht werden, hier das Blech außenrum. Da ist allerdings diese Stange hier von der Handbremse im Weg. Ich habe jetzt schon die ganzen Pinökels, die ich rausbekommen habe, rausbekommen. Dadurch ist dieses Stück, diese Stange hier, die die Handbremse hält, am Ende auch lose. Jetzt muss ich das Ding aber nur irgendwie rausbekommen aus dieser ganzen Halterung hier. Und dazu wollte ich diesen Hebel abnehmen. Allerdings ist diese Welle hier, die den Hebel festhält, ziemlich festgegammelt. Da muss ich jetzt mal WD-40 probieren, ob das Ding das vielleicht über Nacht löst. Hier unten auf die frei geflexten Stellen kommt jetzt auf jeden Fall noch dieser Fairtan-Rostumwandler drauf. Und hier in diese Blechdopplung am Fenster wollte ich auch nochmal überall Overtrol reinträufeln, jetzt gerade hier an der Stelle zum Beispiel. Das heißt, ich versuche dann mit diesem Kriechöl nochmal so eine Art Rostschutzbeschichtung zwischen diese Blechfalze reinzubekommen, bevor wir dann da drüber lackieren über diese ganze Geschichte. Nachdem jetzt doch der eine oder andere dazugekommen ist, dachte ich mir, ich nutze mal die Gelegenheit und gebe ein Update über den Gesamtzustand von dem Bus, in dem er sich gerade befindet. Ja, wo fangen wir an? Wir haben ja ganz am Anfang angefangen, hier diese ganzen Roststellen, um die Schürzen von dem ganzen Bus rum aufzumachen. Das fehlende Blech oder das Blech, was nur irgendwie mit Spachtelmasse dran geklebt war, wieder einzuschweißen und dann wieder zu verspachteln. Hier an der Stelle hat der Vorbesitzer dieses untere Panel hier nur mit Dichtmasse eingeklebt. Das ist jetzt zumindest an ein paar Stellen verschweißt. Genau, drum.
hier an der Stelle, an der Seite ist ja der LKW dran vorbeigefahren und hier war ursprünglich noch ein Fenster. Da war ein anderes Fenster, die sind beide kaputt gegangen. Man sieht hier auch noch ein paar Stellen, die noch nicht gespachtelt worden sind. Das sind noch ein paar Dellen vom LKW. Auch hier ist noch ein bisschen sichtbar, wo der lang geschraubt ist. Hier hat ja dann irgendwie der Vorbesitzer schon ein Blech drüber schweißen lassen über das vorherige Fenster. Das war das allererste, was wir gemacht haben. Die Metallplatte verspachtelt und drüber grundiert. Das ist noch nicht 100% perfekt. Da muss hier zum Beispiel diese Fuge noch wieder freikratzen an manchen Stellen und ein paar kleinere Macken sieht man immer noch. Dann haben wir als nächstes den Innenraum leer geräumt. Da war ja noch die ursprüngliche Ausstattung von dem Wohnmobil drin. Und ganz viel Styropor und Steinwolle und Rost. Wir haben die komplette Innenausstattung rausgebaut. Wir haben auch diesen Boden rausgehoben. Anschließend auch das ganze Styropor rausgebaut. Haben hier zuerst das Dach neu isoliert mit Armaflex-Isolierung. Das fusselt nicht so durch die Gegend. Das ist nicht ätzend in der Lunge wie die Glas- und Steinwolle, die vorher drin war. Und es muss nicht so dick drauf. Und man braucht keine Dampfsperre, damit das ganze Blech drunter nicht anfängt zu gammeln. Das hatten wir nämlich auch das Problem. Was wir auch herausgefunden haben, ist, das Dach ist undicht, also die Fuge zwischen der Blechkarosserie und dem Dachaufbau. Darum hat es hier so ein bisschen angefangen, die Dachkante wegzurosten. Da haben wir jetzt auch Fett und Öl und alles Mögliche reingemacht, damit es erstmal gestoppt ist. Und wir müssen dann von außen noch die Dachdichtfuge neu machen. Das hält dann hoffentlich eine Weile. Wir haben den Bus komplett hier entrostet, Löcher geschweißt und sämtliche sichtbaren Teile, die wir irgendwie isolieren konnten, isoliert. Da fehlt jetzt noch die ganzen Fugen, die man hier noch sieht. Die werden noch mit einem dünnen Armaflex mit 6 mm überklebt und dann sollte der ganze Bus fertig isoliert sein. Was wir auch schon gemacht haben, also was wir inzwischen wieder gemacht haben, ist, wir haben den Boden wieder reingelegt. Der ist jetzt wieder drin. Drunter liegt auch noch mal ein bisschen Armaflex. Wir haben auch hier Kabelkanäle reingezogen. Die kommen hier alle an der zentralen Stelle raus. Hier war die Sitzgelegenheit mit der Elektroverteilung drin. Die soll da auch wieder reinkommen. Und von da aus gehen quasi Kabelkanäle zum einen mal an die Decke. Hier hängen dann später die LED-Spots dran. Da hinten haben wir einen kleinen Ventilator an dem Dachfenster dran, der funktioniert auch. Hier sieht man schon die LED-Spots runterbaumeln, die funktionieren auch schon, wenn man unten eben eine Batterie anschließt. Und auf der Seite kommen hier nochmal 230 Volt für eine Steckdose in den Kühlschrank raus und 12 Volt für den Kühlschrank und nochmal 12 Volt für so eine 12 Volt Kfz-Steckdose. Wir haben hier oben in dem Alkoven haben wir auch das Brett schon wieder drin, worauf man dann schläft, beziehungsweise worauf die Matratze dann liegt. Wir haben hier einmal Strom, da soll dann USB-C Ladegerät rankommen, dass man da auch einen Laptop oder eben das Handy dran anschließen kann. Hier ist auch nochmal für ein Ladegerät Strom. Ja, soweit ist ungefähr der Innenausbau hinten drin. Die Türen haben wir auch isoliert. Genau, unter dieser Isolierung, unter dem Armaflex sind nochmal Bitumenmatten. Das heißt, wenn man jetzt außen an das Ding rankloppt, dann klingt das alles nicht mehr so hohl, wie es vorher geklungen hat. Wir haben jetzt eine Stelle, da ist noch kein Bitumen und keine Isolierung von innen dran. Das ist dieser Holm, da kommt man irgendwie nicht gescheit ran. Drum klingt der noch so wie vorher. Und das ist schon ein ordentlicher Unterschied, den das Bitumen jetzt macht. Genau, hier hatten wir auch ein paar Löcher, die wir geschweißt haben am Einstieg. Ist jetzt auch alles hoffentlich behoben. Hier ist noch eine größere Geschichte. Da am Ende von der Schiebetür. Die Schiebetür haben wir auch ausgebaut und entrostet. Die steht gerade in der Garage. Hier am Ende von der Schiebetür ist ein Riesenhaufen Blech weg. Und das ist ein riesenkomplexes Teil. Und da hat aber der Alex schon hier so einen wunderbaren Haufen an Templates quasi ausgeschnitten mit dem Plasmaschneider. Die muss jetzt nur noch irgendjemand einschweißen. Und nachdem wir jetzt hier hinten so weit waren, dass wir nicht mehr weiterbauen konnten,
weil der nächste Schritt wäre jetzt die Verkleidung dran zu machen und die Innenausstattung wieder reinzuheben. Aber wir haben eben vorne noch Rost, wir haben außen noch zu schleifen. Wir müssen noch ganz viele Sachen machen, die eben Dreck machen, und da wollen wir die Innenausstattung noch nicht wieder reintun. Haben wir jetzt vorne erstmal geguckt, was an Rost da war. Das sah auf den ersten Blick erstmal noch nicht viel aus, aber als man dann gegraben hat, wie das so häufig ist, kam dann doch ein Haufen Zeug raus. Hier der ganze Fußraum ist schon wieder grundiert. Da war hier so ein kleines Loch, und das lag daran, dass es eben hier von oben das Wasser reinlief. Das lag daran, dass hier vorne an dem Fensterrahmen überall Löcher drin waren, durch die das Wasser dann reingesuppt ist, weil die Dichtung nicht mehr gedichtet hat. Deswegen haben wir die Windschutzscheibe rausgenommen und die dabei leider kaputt gemacht. Da müssen wir jetzt eine neue besorgen. Aber man sieht schon, hier ist jetzt eben auch alles geschweißt seit heute. Auf der anderen Seite, auf der Fahrerseite, hatten wir das Problem, dass jemand die Batterie die Batterie gehört da hinten rein, darum stand die da, und dann hat die Batterie ihre Batteriesäure über die Jahre auf den Boden vergossen, und der ist dann durchgegammelt. Darum hat der Alex den rausgeschnitten neulich, und hier im Fußraum haben wir jetzt auch ein paar Löcher, die wir noch schweißen müssen. Das heißt, auf der Seite gibt es noch ein bisschen was zu tun. Sonst an der Front mussten wir auch Karosseriearbeiten machen. Hier das Teil, da war eine riesen Delle drin. Ich weiß nicht, gegen was er gefahren ist. Aber hier war sicher 3, 4, 5 Zentimeter das Blech eingedellt. Das haben wir jetzt von innen wieder ausgedengelt, so gut es ging. Und haben hier schon wirklich das verspachtelt und plan geschliffen. Da kann man direkt so drüber lackieren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben noch so ein paar Roststellen, die wir noch machen müssen. Unten drunter habe ich auch schon angefangen zu entrosten. Das wichtigste Teil überhaupt, das Differential. Da habe ich schon mit Rostumwandler drüber gesprüht. Ja, war jetzt nicht die schlauste Idee, das zu priorisieren, weil das eh nicht durchrosten wird. Aber das ist jetzt mal ein bisschen entrostet. Da muss ich noch drüber streichen demnächst. Ich sehe schon, da habe ich mit dem Pferd dann noch so ein bisschen geschlammt. Aber dann ist der Teil der Hinterachse schon wieder ein bisschen sauberer. Aber wir wollen uns jetzt erstmal darauf fokussieren, dass wir schauen, dass kein Rost an den Karosserieteilen ist, dass wir die Karosserie rostfrei bekommen, und die Aufhängung, den ganzen Quark kann man dann irgendwann im Nachhinein mal machen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Hier sieht man noch ein bisschen, wie wir von oben neues Blech eingeschweißt haben. Das rote Teil, da muss man von unten auch nochmal drüber lackieren. Oben ist es schon mit Bootslack versiegelt. Da kann dann nichts mehr passieren, aber von hier unten müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Was auch schon passiert ist, das sieht man hier in der Garage. Charlotte, Tabea, Jakob und Lissy haben meisterhaft diese ganzen Möbel, die wieder in den Bus reinkommen, abgeschliffen zuerst und dann in weiß gestrichen, damit wir nicht diese total hässlichen, verbräunten Kiefernmöbel überall haben. Da fehlt jetzt nur noch hier diese Sitzgruppe. Genau, da ist noch ein bisschen Armaflex über. Das müssen wir nachher eben über die ganzen Ritzen kleben. Da ist der Kühlschrank. Und da hinten drin ist die Tür. Die ist auch schon entrostet, geschweißt. Da muss man nur noch mal mit der tatsächlichen Farbe mal drüber gehen und eben die Roststelle am Auto beseitigen, damit man die wieder montieren kann. Hier sind jetzt schon 3 Lagen 2K-Grundierung drauf. Damit ist alles Blech, was vorher irgendwie offensichtlich sichtbar war, wieder unsichtbar. Man sieht jetzt halt absolut nichts, aber ich schwöre euch, ich war die letzten 1,5 Stunden hier am Isolieren, auch wenn es nicht danach aussieht, als ob es mehr geworden ist. Ich habe zum Beispiel hinten diese komische Blechreststruktur hier überklebt und hier Richtung dieser Dachkante
ein bisschen dichter gemacht. Ich habe sämtliche Fugen oben schon mal mit diesem 6 mm Abraflex abgedichtet, bis auch da nichts mehr durchkommt. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie man es hier mit den Streben macht, weil da eine Blende davor soll. Wie und wo und wann da auch nochmal Armaflex drüber kommt und ob.